Die Erdbeerzeit ist gekommen. Hallo zusammen und willkommen zu meinem Kanal Mizukis Home. Ich bin Mizuki und heute zeige ich euch, wie man japanischen Ichigo-Daifuku machen kann. Ichigo heißt auf Deutsch Erdbeere und Daifuku ist kurz gesagt Mochi. Das ist Ichigo-Daifuku. Heute machen wir zusammen diesen japanischen Ichigo-Daifuku. Dann, los geht's! Als Zutaten für Ichigo-Daifuku braucht man 180 Gramm Anko, 100 Gramm Crepe-Reismehl. Ich benutze auch diesen Crepe-Reismehl. 40 Gramm Zucker, 120 Milliliter Wasser, 2 Esslöffel Kartoffelmehl und 6 Erdbeeren. Für Anko 250 Gramm Azuki-Bohnen, 750 Milliliter Wasser, 250 Gramm Zucker, 90 Milliliter Wasser und eine Prise Salz. Mit 250 Gramm Azuki-Bohnen wird ungefähr 700 Gramm Anko. Wenn man weniger Anko machen will, reduziert sich die Azuki-Bohnen und Zucker. Wasser zum Kochen braucht man dreifach mehr als Azuki-Bohnen. Und wenn man nicht so süße Anko machen will, gebt bitte dann einfach weniger Zucker. Anko ist eine süße Azuki-Bohnen-Paste. Es gibt rote Anko und weiße Anko. In diesem Video mache ich aber rote Azuki-Bohnen-Paste, also rote Anko. Wenn man noch tiefer ins Thema Anko geht, gibt es zwei bekannte Arten Anko: Tsubuan und Koshian. An bedeutet in diesem Fall auch eine süße Azuki-Bohnen-Paste wie Anko. Tsubuan hat kleine Körner von Azuki-Bohnen und Koshian hat keine Körner, also werden Azuki-Bohnen dabei komplett zerdrückt. Es gibt auch Tsubuchian. Tsubuchian ist ungefähr in der Mitte von beiden Arten. Dann mache ich als erstes Anko. Ich mache heute Tsubuan und Koshian. Ich benutze dieses Mal 250 Gramm Azuki-Bohnen. Das ist ein bisschen viel für Ichigo-Daifuku, aber übrige Anko aufbewahre ich im Kühlschrank. Um Anko zu machen, wasche ich zuerst Azuki-Bohnen. Dann koche ich die Azuki-Bohnen. Ich gebe genügend Wasser, bis alle Azuki-Bohnen genug eingetaucht werden. Ich lasse die Azuki-Bohnen bei mittlerer Hitze für 10 bis 15 Minuten köcheln. Dieser Schritt heißt auf Japanisch Shibukiri. Dieser Schritt ist wichtig, damit Anko keinen herben Geschmack hat. Shibukiri bedeutet, dass man herben Geschmack wegmacht. Ich gieße dann das Wasser mit einem Sieb ab. Wenn das eingegossene Wasser rot wie Wein ist, konnte man gut Shibukiri machen. Dann gebe ich die Azuki-Bohnen in einen neuen Kochtopf rein. Wenn ihr den gleichen Topf benutzt, wäscht ihr vorher, damit Anko keinen herben Geschmack hat. Ich füge 750 ml Wasser in den Topf hinzu, also dreifach mehr Wasser als Azuki-Bohnen, und koche das Wasser. Wenn das Wasser aufgekocht ist, reduziere ich die Hitze ein bisschen runter und lasse erst ca. 40 bis 50 Minuten die Azuki-Bohnen mit geschlossenem Deckel bei mittlerer Hitze köcheln. Wenn Schaum auf dem Wasser auftritt, sollte man dabei immer wieder den Schaum entfernen und die Bohnen sollten immer unter dem Wasser sein. Falls das Wasser weniger als Bohnen werden würde, fügt bitte Wasser hinzu. Zucker gibt man, nachdem die Azuki-Bohnen weich geworden sind. Prüft dann mal die Azuki-Bohnen, ob sie weich genug sind. Nimmt ein Korn Azuki und drückt es mit den Fingern. Wenn man dabei die Azuki-Bohnen komplett zerdrücken kann,
ist sie schon weich genug. Falls die Azuki-Bohnen noch nicht weich sind, lasst sie weiter köcheln. Wenn die Bohnen weich geworden sind, gieße ich das Wasser mit einem Sieb ab und gebe dann 90 ml Wasser und 250 Gramm Zucker in den Topf und verrühre sie gut. Darauf gebe ich die Bohnen. Ich koche sie zwischen mittlerer und großer Hitze und rühre sie dabei mit einem Löffel ständig um. Drückt bitte manchmal die Körner von Azuki mit einem Löffel. Anko wird später härter, wenn es kalt wird. Ich lasse deswegen ganz ein bisschen Flüssigkeit da. Wenn Anko ungefähr so aussieht, ist Anko fertig gekocht. Wenn man zum Schluss eine Prise Salz gibt, schmeckt Anko geschmackintensiver. Wenn man zu warm machen will, kann man die Anko so lassen. Aber wenn man koscher machen will, sollte man die Anko mit einem Stabmixer zerkleinern. Übrigens sollte man nach dem Kochen von Anko in eine Schüssel oder einen Teller legen und sie abkühlen. Außerdem sollte man ihn mit Frischhaltefolie zudecken, damit Anko nicht trocken wird. Dann ist Anko fertig. Dann bereite ich Ichigo-Daifuku vor. Ich wasche Erdbeeren und schneide Blechblätter. Und ich rolle vorher 30 Gramm Anko. Ich bereite dann Mochi-Teig vor. In einer Schüssel gebe ich 100 Gramm Crepe-Reismehl sowie 120 ml Wasser und verrühre sie. Dann füge ich 40 Gramm Zucker hinzu und verrühre sie nochmal. Ich decke die Schüssel mit Silikonfolie oder Frischhaltefolie, die auch in der Mikrowelle benutzt werden kann. Und ich erwärme den Mochi-Teig in der Mikrowelle erst für 2 Minuten bei 50 Watt und verrühre sie mit einem Teigschaber. Ich erwärme nochmal mit dem Deckel für 1 Minute bei 80 Watt. Dann verrühre ich sie nochmal. Wenn der Teig halb klar wird und die Flüssigkeit weggeht, ist der Teig fertig. Mein Teig hat noch ein bisschen Flüssigkeit. Ich erwärme sie also nochmal bei 80 Watt für 30 Sekunden. Man sollte immer weniger Zeit mit der Mikrowelle erwärmen und gucken, ob der Teig genug Hitze bekommen hat. Falls ihr zu Hause keine Mikrowelle habt, erwärmt den Teig mit einem Topf. Und so sieht der Mochi-Teig aus. Auf einem Schneidebrett oder ähnliches lege ich 2 Esslöffel Kartoffelmehl und darauf lege ich den Teig. Ich bestreue Kartoffelmehl auch auf dem Teig. Ich teile sie 6 Mal und rolle jedes Teigstück mit einer Stange aus. Kartoffelmehl sollte aber danach mit einem Pinsel entfernt werden. Jetzt zeige ich euch die erste Variante von Ichigo-Daifuku. Als erstes mache ich Anko um die Erdbeere. Dann nehme ich die Erdbeere mit dem Anko und lege die Spitze der Erdbeere in die Mitte von einem Mochi-Teig. Als nächstes wickle ich die Erdbeere und das Anko in den Mochi-Teig ein. Den Teig mache ich am Boden der Erdbeere zu. Es sieht also wie ein Dreieck aus. Ein bisschen wie Onigiri. Diese sollte man machen, solange der Teig noch warm ist. Das ist eine Art von Ichigo-Daifuku. Man kann Ichigo-Daifuku aber auch anders formen.
Ich nehme zuerst Mochiteig in meine Hand, dann lege ich Anko darauf. Als nächstes wicke ich den Anko in den Mochiteig ein und mache es zu. Dann drehe ich den Mochiteig um und schneide auf der Oberseite des Teigs in der Mitte mit einer Schere eine Linie rein. Die Mitte mache ich dann ein bisschen auf und lege die Erdbeere einfach drauf. So kann man auch Ichigo-Daifuku machen. Das ist Ichigo-Daifuku. Diese Ichigo-Daifuku sehen gut aus, oder? Mal sehen, ob das auch gut schmeckt. Draußen ist Mochiteig und drinnen ist Anko, und zwar Koshien und ein Erdbeere. Dann itadakimasu. Sehr lecker, mit Oishi. Mochiteig ist auch ein bisschen süß und Anko ist auch süß. Aber Erdbeeren ist ein bisschen sauer, deswegen, ja, das passt alles zusammen sehr gut. Man kann eine Erdbeere komplett mit Teig und Anko zusammenpacken oder man kann auch einfach so auf dem Teig und Anko Erdbeere liegen. Ja, ich denke, das ist heutzutage modern und das war sehr schon lange her. Ich mag beide. Es schmeckt sowieso beide gleich, wie Ichigo-Daifuku aussieht. Also, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich habe heute selber Anko gemacht. Ihr könnt natürlich irgendwo im Internet oder bei einem asiatischen Supermarkt fertigen Anko kaufen. Dann könnt ihr wahrscheinlich Zeit sparen. Ich habe heute viel Anko gemacht, weil ich diese Anko nachher irgendwas für eine andere Süßigkeiten benutzen kann. Und Anko zu machen, bzw. Azuki-Bohnen zu kochen, dauert ein bisschen lang. Deswegen habe ich schon mal viel auf einmal gekocht. Jetzt Erdbeerzeit. Wenn ihr Erdbeer mögt, dann probiert mal diesen Ichigo-Daifuku. Das schmeckt richtig gut. Sauer und süß. Wie war das Video? Ich hoffe, dass ihr mit diesem Video Spaß haben konntet und jetzt Lust auf Ichigo-Daifuku habt. Probiert auch mal zu Hause selber Ichigo-Daifuku zu machen. Das schmeckt richtig gut. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Dann würde ich mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann, ciao!